Warum ND-Filter unverzichtbar in der Porträtfotografie und bei solchen Effekten sind, findest du in diesem Video heraus. Und am Ende verrate ich dir, welcher unserer ND-Filter für den Einstieg am meisten Sinn ergibt. Lass uns anfangen. Was ein ND-Filter macht, ist schnell erklärt. Er macht dein Bild dunkler, wie eine Sonnenbrille. Aber das kannst du ja auch über die Blende, die ISO und die Verschlusszeit machen. Warum also einen unserer ND-Filter nutzen? In 2 Fällen wird er dringend gebraucht. Einmal in der Langzeitbelichtung. Das kann zum Beispiel in der Landschaftsfotografie sein, um fließendes Wasser verschwimmen zu lassen. In Extrembeispielen sieht das Wasser dann fast wie Nebel aus. Oder Fotografen können durch die Langzeitbelichtung Menschen an belebten Plätzen verschwinden lassen. Und keine Sorge, mit welchen Einstellungen du solche Bilder hinbekommst, erkläre ich dir gleich. Was kannst du noch mit einer langen Belichtungszeit machen? Solche Lichtspuren, egal ob von einem Karussell, Autos oder einer anderen Lichtquelle. Und der zweite Einsatzort von unseren ND-Filtern? Wenn du bei sehr hellem Licht unterwegs bist, meistens draußen bei Sonnenlicht, und trotzdem einen geringeren Schärfenbereich haben möchtest. Ein geringerer Schärfenbereich bedeutet, dein Motiv ist scharf und der Hintergrund unscharf. Das kann auch extremer sein. Die Augen deines Motives sind scharf und die Nasenspitze schon unscharf. Einen geringeren Schärfenbereich wollen wir meistens in der Porträtfotografie. Doch wie setzt du jetzt einen unserer ND-Filter ein, um solche Bilder zu bekommen? Und warum brauchst du ihn dafür überhaupt? Lass uns mit der Langzeitbelichtung anfangen. Um solche Fotos zu machen, brauchst du eine extrem lange Belichtungszeit. Ca. 30 Sekunden. Bei einer so hohen Belichtungszeit wird dein Bild sehr hell. Zu hell. Du kannst da versuchen, mit der Blende oder der ISO gegenzusteuern, aber das reicht oft nicht. Da hilft nur unser ND-Filter, der das Bild noch stärker abdunkelt. Jetzt können wir richtig belichten und auch die Blende so einstellen, wie wir sie künstlerisch haben möchten, ohne Rücksicht auf die Helligkeit nehmen zu müssen. Hier die 5 Dinge, auf die du achten musst bei der Langzeitbelichtung. Erstens, du brauchst unbedingt ein Stativ. Die Kamera darf sich in den 30 Sekunden nicht bewegen. Zweitens, die Belichtungszeit. Hier kannst du dich ausprobieren. Du kriegst unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, wie lange du belichtest. Alles zwischen 1 Sekunde und mehreren Minuten ist möglich. Welchen Filter du für welche Belichtungszeit brauchst, verrate ich dir später. Drittens, natürlich unseren ND-Filter nutzen, da es ja sonst zu hell ist. Viertens, stell deinen Selbstauslöser auf 3 bis 4 Sekunden ein. So stellst du sicher, dass du die Kamera nicht aus Versehen zum Wackeln bringst, wenn du den Auslöser drückst. Fünftens, du brauchst Bewegung im Bild, egal ob Wasser, Licht oder Menschen. Nur mit Bewegung im Bild funktioniert der Effekt. Jetzt zur Porträtfotografie. Eine geringe Schärfentiefe bekommen wir nur durch eine offene Blende, also eine kleine Blendenzahl. Dadurch wird unser Bild sehr hell. Auch hier können wir mit ISO und Verschlusszeit gegensteuern. Aber entweder reicht das nicht und dein Bild ist immer noch zu hell, oder du möchtest diese Einstellung gar nicht verändern, da du einen bestimmten künstlerischen Look möchtest. Und dann brauchst du wieder unseren ND-Filter. Das alles kann am Anfang kompliziert sein. Wenn du Fragen hast, stell sie gerne in den Kommentaren. Eine Sache, die zu Beginn sehr verwirrend sein kann, die unterschiedlichen Filterbezeichnungen. Der B&W-Filter heißt zum Beispiel ND06. Die Zahl steht für die optische Dichte, ein logarithmischer Wert, der aussagt, wie viel Licht blockiert wird. Je höher die Zahl, desto mehr Licht wird blockiert. Andere Hersteller haben manchmal andere Bezeichnungen, obwohl beide Filter die gleiche Effektstärke haben. So hat ein ND4-Filter die gleiche Stärke wie unser ND06. Hast du unseren ND06-Filter auf deinem Objektiv, wird dein Bild nur minimal verdunkelt. Mit so einem Filter kannst du deine Blende um 2 Blendenstufen öffnen, von 5,6 auf 2,8 zum Beispiel. Was das in der Praxis bedeutet? Eine Blendenstufe verdoppelt oder halbiert die Lichtmenge. Oder du kannst die Belichtungszeit vervierfachen, beispielsweise von einer Viertelsekunde auf eine ganze Sekunde. Ob du dich jetzt für eine offenere Blende oder eine längere Belichtungszeit entscheidest, liegt natürlich an dir und was du fotografierst. Schauen wir mal auf die untere Seite der Tabelle. Unser ND30 erlaubt dir, deine Blende um 10 Blendenstufen zu öffnen oder deine Verschlusszeit zu vertausendfachen. Also ein echt krasser Effekt. Den brauchen wir bei extrem Langzeitbelichtung, ab 30 Sekunden. Doch für Porträts ist er in der Regel viel zu stark. Schauen wir uns die anderen Filterstärken an. Hier hast du schon eine gute Übersicht, welcher B+W-Filter wann Sinn ergibt. Wichtig, diese Übersicht ist nur ein Anhaltspunkt. Probier dich aus und finde deinen Stil. Doch welcher unserer Filter ist jetzt der richtige für dich? Die meisten Anfänger wissen zu Beginn noch nicht, was sie jeden Tag fotografieren werden und möchten flexibel bleiben. Deshalb empfehlen wir zu Beginn ein 2er-Starterpaket, da du die B+W-Filter auch kombinieren kannst. So kannst du beispielsweise unseren ND06 und ND09 zusammen aufs Objektiv schrauben. Dadurch kannst du deine Blende um 5 Stufen öffnen und hast sozusagen einen ND15-Filter. Das reicht für die meisten auch völlig in der Porträtfotografie aus. Bist du an extremer Langzeitbelichtung interessiert, empfehle ich dir natürlich Filter im unteren Bereich dieser Tabelle. Wenn du noch flexibler sein möchtest, dann schau dir unseren variablen ND-Filter an. Ansonsten viel Spaß beim Fotografieren. Abonniere unseren Kanal für mehr Foto- und Filtertipps.